Let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. 1, 2, 3, 4! Aus den Worten Philatelie und Foto lässt sich die Bezeichnung Fotophilatelie kreieren. Es ist eine Wortschöpfung, die nichts anderes als die Verbindung von zwei Hobbys benennen soll. Briefmarken-Sachgebiete wie zum Beispiel Autos, Flugzeuge, Motorräder, Lokomotiven, Musik, Flora oder Fauna sind bekannt und beliebt. Nach Motiven zum Thema Foto oder Fotografie sucht man lange und nicht selten vergebens. Fotophilatelie ist eher ein ungewöhnliches Sammelgebiet. Es dokumentiert die Höhepunkte der Fotogeschichte und die der daran beteiligten Persönlichkeiten. Die Briefmarke und die Fotografie sind auch fast gleich alt. 1839 wurde die Erfindung der Fotografie bekannt gegeben. 1840 erschien die erste Briefmarke der Welt in England, die berühmte schwarze Penny. Für die Herstellung von Briefmarken spielte und spielt die Fotografie eine wichtige Rolle. Lange Zeit wurden die farbenfrohen Kunstwerke im Tief- oder Offsetdruckverfahren angefertigt und ohne fotografische Negative bzw. Diapositive wäre das nicht möglich gewesen. Feierliche Anlässe, manchmal wichtig, manchmal nebensächlich, würdigen die Postverwaltungen je nach dem dahinterstehenden Lobbyismus mit der Herausgabe von Sondermarken. 1939 feierte die Fotowelt den 100. Geburtstag der Fotografie. Als eine von wenigen Nationen würdigte Frankreich damals das Ereignis mit einer Briefmarke. Eine Briefmarke mit einer abgebildeten Kamera ist noch einigermaßen leicht zu finden. Marken mit Persönlichkeiten der Fotogeschichte oder der Fotokunst aufzufinden ist dagegen nicht einfach und erfordert Kenntnis der Historie und der Szene. Die Stars und meist porträtierten Personen sind sicher die Erfinder Joseph Nicephore Niepce und Louis Daguerre. Eine spezielle Besonderheit wird in Österreich angeboten. Dort kann jeder sein persönliches Konterfei oder ein beliebiges Motiv auf einer Briefmarke verewigen lassen. Gegen die Bezahlung eines überschaubaren Betrages macht es die Postverwaltung möglich. Selbstverständlich können mit diesen persönlichen Briefmarken Poststücke frankiert, sowie national oder international versendet werden.